warum es eine Echtheit und eine Ehrlichkeit braucht im spirituellen Weg oder auch in der Therapie, ist eigentlich die Frage, der wir heute mal so nachgehen wollen. Weil wir erwarten eigentlich eine Echtheit und eine Ehrlichkeit von so vielen Menschen, von der Politik, von den Lehrern, und niemand gibt sie uns. Also die wenigsten, umso älter man wird, umso mehr merkt man, wie wir angelogen werden. Und genauso ist es eigentlich in der Spiritualität oder in der Therapie. Uns kommt ganz viel Wissen entgegen, ganz viel Besserwisserei und Tausende von Erkenntnisse und Erlebnisse, die wir zugeworfen oder bekommen. Konzepte, Ja. wie Heilung geht oder wie das Erwachen geht. Aber was uns fehlt, sind eigentlich Menschen, Heiler, Erwachte, Therapeuten, die echt und ehrlich sind. Politiker. Ja, Politiker auch. Lehrer. Aber von denen wollen wir vielleicht heute weniger reden. Ne? Ja. Aber man könnte schon sagen, die Menschheit braucht eigentlich Echtheit und Ehrlichkeit. Ne? Auch in den Religionen, da ist so viel Wissen da, so viele Bücher werden dir vorgehalten. Aber das, was uns dürstet, ist Echtheit und Ehrlichkeit. Ne? Was ist wirklich dran? Was gibt es in der Welt? Was ist wirklich da? Ne? Was ist bei dir da? Wie fühlt es sich jetzt gerade an? Und Echtheit und Ehrlichkeit, da kommen wir nur rein mit einer Verletzlichkeit und einer Offenheit und nicht mit Wissen. Also jeder, der vorne sitzt, jeder Lehrer, jeder Therapeut, jeder Erwachte, wenn er nicht in der Verletzlichkeit, in der Offenheit ist, teilt er nicht ehrlich und echt. Er teilt ein Konzept, aber nicht diese direkte Übertragung kann eigentlich nur passieren in der Verletzlichkeit des Seins. In dieser Offenheit ist immer so eine direkte Echtheit da. Und die Echtheit, die ist Magie. Ja, das kommt dem so entgegen, dass man das Gefühl hat, als Lehrer, Therapeut oder so, muss man es wissen. Also man muss doch jetzt die Lösung haben für den anderen oder man muss, man muss alles wissen. Man muss wissen, warum das bei dem anderen so ist. Und wenn wir echt und ehrlich sind, sind wir unsicher. Ja. Und das will keiner fühlen. Also keiner, der Lehrer ist oder Therapeut oder so, will fühlen, dass er unsicher ist. Das ist die ein mega Worte unangenehmes Gefühl. Gestackelt raus, weil die Unsicherheit da ist. Es wird unsicher ausgedrückt, weil es neuer Boden ist. Ehrlich und echt ist neu und frisch. Das ist so wie zwei Verliebte, die echt und ehrlich miteinander reden. Da ist so eine Liebe da auch. Also in der Unsicherheit, in der Verletzlichkeit ist eine Liebe, die man zu spüren bekommt. Ja, und eine Individualität. Also Heilung ist was sehr individuell ist. Und das merken wir auch immer wieder in unseren Retreats. Also es braucht manchmal so, für jeden braucht es einen ganz anderen Punkt, wo plötzlich der Aha-Moment kommt. Egal ob beim Erwachen oder in der Traumaheilung. Es braucht einfach so dieses Aushalten von der Unsicherheit, bis dieser Moment kommt, wo bei dem anderen, aha, ach so ist das, ach deswegen passiert das. Und das ist einfach mega individuell und das kann nicht mit einem Konzept abgedeckt werden oder mit Wissen, sondern das ist immer wieder neu zu erforschen. Aber es ist genau eigentlich entgegengesetzt zu dem, was so gewollt wird. Es wird eigentlich gewollt, dass du zu jemandem kommst, der weiß. Und du willst eigentlich das Wissen haben. Du gehst zum Arzt, zum Heiler, weil der das Wissen hat. Also du willst wie so das Wissen haben. Und die echten Heiler, die echten Erwachten sind wie grounded, also verankert in der Unsicherheit, im Unwissen, in der Unwissenheit. Und das ist eigentlich die wirkliche Power, die wirkliche Kraft, es nicht zu wissen, der Raum zu sein, wo alles Wissen sich auflöst.
wo Erkennen oder eine Realisierung kommen kann, wo Heilung aus dem Unbekannten kommt. Und solche Räume oder solche Treffen sind so voll halt auch mit Liebe, weil da Menschen sind, die vielleicht nicht wissen wollen, sondern erfahren wollen. Also das ist auch, ne, so Heilung kann nur erfahren werden. Das kann nicht abgespeichert werden. Jetzt weiß ich, warum ich traumatisiert worden bin. Jetzt verstehe ich das Ganze. Auf irgendeinem Level ist das völlig okay. Aber von dem, wo wir jetzt reden, hat das wie nichts zu suchen. Da ist nur, was ist jetzt da. Und können wir das gemeinsam erforschen. Und hier ist Unwissenheit und vielleicht bei dir ist Unwissenheit. Und der erste Schritt ist das Wissen loszulassen. Weil nur dann können neue Worte kommen. Ne? Nur dann kann... Ja, sind wir echt? Ja? Wir sind echt, wenn wir das Wissen loslassen. Dann sind wir einfach da und können uns begegnen. Von Mensch zu Mensch. Ja. Man merkt, da kommt viel mehr rüber. Also man spürt viel mehr von dem anderen, ne? Oder von einem, wenn man nicht weiß, was der nächste Satz ist. Das ist so unsicher, sicher. Und was dann passiert ist, dass man auf so eine Fühlebene muss. Also du musst mehr fühlen und du spürst den anderen und dadurch entsteht mehr Raum. Es entsteht mehr Raum, dass eine neue Erkenntnis kommen kann oder die richtige Erkenntnis kommen kann und nicht das alte Wissen, was ich vielleicht mit mir rumtrage. Und ich kann jeden Menschen einschätzen, weil ich das vielleicht gelernt habe. Aber was nützt mir das in dem Moment, wenn jemand Neues kommt und ich nicht offen sein kann für das, was der wirklich mitbringt? Weil bei dem ist es sicher ganz anders als alles, was ich vorher erfahren habe. 100%, ja. Und du wirst was anderes empfinden, du wirst was anderes fühlen. Und wenn du das Wissen loslässt, fühlst du. Du fühlst den anderen. Du fühlst viel mehr in diesem Mitfühlen. Ist eine viel größere Intelligenz da, wo dann halt rauskommt, als mit allem Wissen, was weil wenn du, man je gelernt hat. Wenn du echt und ehrlich bist, wenn ich echt und ehrlich bin, dann kann ich bei dir auch fühlen, wann du echt und ehrlich bist. Ja. Und das ist der Weg zur Heilung. Ja, mega schön. Ja. Und der Weg zum Erwachen. Ja. Wir wissen nie, wann und warum jemand bei unseren Satsang-Retreats erwacht. Es passiert. Es passiert. Das kann irgendein Wink sein, das kann irgendein Satz sein, der plötzlich was auslöst. Da gibt es keinen direkten Weg oder wir wissen, wie wir das zeigen. Nee, aber wir erkennen, wenn jemand erwacht. Wir erkennen, wenn die Realisierung kommt. Es wird wie erkannt. Und das passiert immer, also immer in einem Feld von Unsicherheit und Offenheit. Und deshalb ist einer der größten spirituellen Wege oder Wege überhaupt eigentlich im Leben, ist seine Ehrlichkeit und Echtheit zu kultivieren und rauszulocken, dass die leben darf. Dass deine Echtheit einfach leben darf. Ne? Wir wollen nicht den Therapeuten sehen, wir wollen nicht den Erwachten sehen. Wie bist du? Was ist echt? Und diese Echtheit, die berührt andere Menschen, die berührt das ganze Leben. Es lässt wie alles aufatmen. Du musst nicht anders sein, als du bist. Du bist alles, was es braucht. Zeig dich in deiner Echtheit. Alles Liebe dir.